Ja, seit 60 Jahren ist der Mann auf der Journey of his life und heute macht er Boxenstopp bei Volle Kanne. Guten Morgen, Thomas Anders. Ich freue mich wie immer. Guten Morgen. Sehr schön, dich wieder zu haben. Ich glaube, vor allem in der Corona-Zeit hattest du uns sowieso fast jeden Tag, weil du bist jeden Morgen zu Volle Kanne aufs Laufband gegangen. Ja, wir waren eben, ich kann es dir erzählen. Es war so, dass wir in der Maske waren und ich dachte, wir hätten schon eine Sendung zusammen gehabt, was nicht war. Aber ich habe dich so gut wie jeden Morgen bei der Vollen Kanne gesehen, weil ich war auf dem Laufband. Und deshalb, wenn man jemanden so jeden Tag täglich so auch zu Hause hat, ja, so denkt man, den kenne ich doch. Den kenne ich ja schon seit Jahren. Aber ich freue mich, dass ich zum ersten Mal bei dir bin. Ich mich auch, Thomas. Hast du denn immer die kompletten 90 Minuten Volle Kanne durchgezogen auf dem Laufband? Das ist beeindruckend. Nein. Ich habe immer so zwischen 40 und 50 Minuten gemacht. Trotzdem Wahnsinn. Die Frage ist natürlich, wenn du mal Pause machst, für uns interessant im Team, an welcher Stelle machst du Pause? Also auf was kannst du verzichten bei uns? Auf gar nichts. Also die 50 Minuten bist du durchmarschiert und so. Genau. Bei uns wird ja auch viel gekocht, auch heute übrigens wieder. Ja. Kann man denn aus deiner Warte bei uns auch überhaupt noch was lernen? Weil du hast jetzt dein zweites Kochbuch draußen. Wir werden dich nachher in Ibiza begleiten. Du meinst kochtechnisch irgendwas lernen? Man kann immer was lernen, egal was, ob es ein Kochen oder ob es halt eben nur eine Lebenserfahrung ist. Also man kann immer irgendetwas mitnehmen. Und ich koche das wirklich sehr, sehr gerne, sehe mir das an. Und es ist immer sehr unterhaltsam. Meine Lieblingsrezepte sind ja zumindest in Teilen, glaube ich, auf Ibiza entstanden. Du hast ja da ein zweites Zuhause. Ja? Also das heißt, du kochst dort, probierst dich aus und manches davon schafft es dann ins Buch. So ungefähr kann man es sehen. Ich meine, es kommt immer durch Ausprobieren. Also ich bin ja nun Autodidakt, ich bin ja nun kein gelernter Koch. Und ich koche wahnsinnig gerne und ich suche mir überall meine Rezepte. Und aus diesen Rezepten entwickeln sich dann im Laufe der Jahre wieder ganz eigene Rezepte. Also wenn man Sachen verändert und neu zusammenmischt oder neue Gewürze dazu nimmt. Und so sind halt eben ganz viele Rezepte aus dem neuen Kochbuch entstanden. Und ich koche momentan nur aus diesem Kochbuch. Ich liebe es. Also du kochst momentan nur aus meinem Kochbuch, ja. Obwohl der Mann, das muss man dazu sagen, über 150 andere Kochbücher noch, der sammelt die Dinger, plus Zeitschriften, plus Kochzeitschriften. Plus Kochzeitschriften. Dass du überhaupt eine Zeit zum Singen hast, ist ein Wunder, Thomas. Ich freue mich auf unser Frühstück. Ich freue mich auch. Es gibt was zu essen, es gibt tolle Talks mit dir und wir haben jede Menge Themen vorbereitet. Ihre Fragen an unseren Gast per Mail vollekanne@zdf.de oder Sie kommentieren bei uns auf der Volle Kanne Facebook-Seite. Mehr dazu in der Planet E-Doku, Streitfall Taube verjagen oder ertragen in der ZDF-Mediathek. Wir sind zurück am Volle Kanne Frühstückstisch mit Thomas Anders. Ich habe nachgesehen, beziehungsweise ich habe nicht nachgesehen, aber ich tippe auf 5 bis 10 romantische Taubenmomente in Modern Talking und Thomas Anders Videos. Kannst du das bestätigen? Da waren hin und wieder Tauben, ja. Das stimmt schon. Das war jetzt ein Übergang. Ich habe mir das Klima gestern gesagt, dachte mir, also wenn es romantische Taubenmomente gibt, dann doch bitte schön in einem Thomas Anders Video. Aber ich glaube, da waren es weiße Tauben, kann das sein? Aber ja, es sind auch Sicherheit. Tauben. Es sind auch Tauben. Ja. Aber ich hoffe, ins neue Kochbuch haben es Tauben nicht geschafft. Nein, es gibt keine Taubenbrust. Ja, weil es gibt Kulturen, die essen Tauben. Stimmt. Nach wie vor. Stimmt. Die Spanier glaube ich aber nicht, ne? Da fragst du mich nach, das ist ja eher so Paella und sowas. Also das ist nicht so. Nee, ein Taubenpaella habe ich auch noch nie gesehen. Nein, Haken. Über das Essen reden wir später noch, Gerne. lieber Thomas. Jetzt lassen wir erstmal die Musik sprechen. 125 Millionen verkaufte Platten. 420 Mal Gold und Platin. Du hast den Echo gewonnen, den Bambi, die Goldene Kamera und noch ein paar andere Preise. Und nein, dieser Mann hat nicht vor, aufzuhören. Ja, eine Reise, die schon unglaubliche 60 Jahre andauert. Du hattest im März deinen Runden. Thomas, ich habe mich gestern gefragt, welchen Spruch hat dir wohl der Bohlen reingedrückt zu deinem 60., der demnächst 70 wird? Wir gratulieren uns ja nicht zum Geburtstag. Ach, das tut ihr gar nicht? Nein, das machen wir gar nicht. Ich meine, ich glaube, wir haben uns noch nie gratuliert, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber sprecht ihr überhaupt noch? Dann können wir das Thema wir haben keinen Kontakt. Funkstille. Was heißt Funkstille? Es gibt keinen Bedarf. Ja. Es ist ja alles, wir beide haben doch, glaube ich, alles schon gesagt, oder nicht? Das stimmt. Und du hast ja, glaube ich, sogar schon ein Buch über die Wahrheit zwischen Dieter, Nora und das ist ja auch schon. Ich habe schon einiges geschrieben an Büchern. Nein, lass uns nach vorne gucken. Es sieht bei dir gar nicht danach aus, als ob du auch nur an den Ruhestand denken würdest. Ich glaube, eine neue Platte mit Florian Silbereisen ist in Planung. Genau. Du hast dieses Kochbuch rausgebracht vor einigen Tagen, über das wir jetzt gleich noch sprechen. Neue Podcast hast du, bist bei dem Weingut beteiligt. Nur eine Sache.
die ist jetzt erst vor kurzem weggefallen. Euer Sohn ist ausgezogen. Stimmt. Der Alexander, wie war dieser Moment für dich als Vater und auch für die Claudia als Mutter, als euer Junior mit dem letzten Umzugskarton das Haus verlassen hat? Also um da mal aufzuräumen, er hat noch nicht alles mitgenommen. Also es ist noch einiges da. Ich glaube aber, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Vorstellung viel, in Anführungszeichen, schlimmer war, dass er auszieht, als es dann final dazu kam. Man muss dazu sagen, er wohnt nicht weit von zu Hause weg. Er ist in kein anderes Land, in keine andere Stadt gezogen. Er wohnt eigentlich 10 Kilometer von uns weg. Okay. Man hat mehr oder weniger jeden Tag Kontakt. Und mir fällt es noch gar nicht so auf, irgendwie, dass er jetzt nicht mehr so sagt. Ich habe ihn gestern mal für gefühlte 25 Sekunden gesehen. Der hielt ja vorm Haus und musste irgendwas abholen. Aber wir sind in Kontakt. Aber nicht die Wäsche. Nicht die Wäsche, nein. Und ich freue mich jetzt, weil ich bin im November, bin ich mit ihm jetzt auf Kanada-Tour. Also er begleitet mich nach Kanada. Und dann haben wir dann so eine Vater-Sohn-Geschichte. Er ist zum ersten Mal richtig mit auf Tour, nicht nur bei einem Konzert. Und das wird eine schöne Zeit. Das heißt, er tritt auch mit dir auf? Nein. Das nicht? Nein, weil er macht ja Immobilien, ne? Er macht Immobilien. Also bitte nicht auf die Bühne und nicht irgendwie noch singen. Das will er auf gar keinen Fall. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil wir hatten Barbara Becker ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, hier. Und die hat sehr gelitten unter diesem Empty-Nest-Syndrom. Also was viele Eltern, deren Kinder dann irgendwann ausziehen, ereilt, weil sie plötzlich gar nicht mehr so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Wenn plötzlich die Hauptaufgabe, nämlich das Kind großziehen. Die Fokussierung ist plötzlich weg. Ist alles. Und dann stehen diese Paare sich gegenüber und sagen sie, was machen wir denn jetzt mit unserem Leben? Das kann nämlich auch schief gehen. Ja, das stimmt, aber Claudia und ich, wir haben immer noch genügend miteinander zu tun. Und da kommt keine Langeweile auf. Ja, vor allem, deine Frau ist ja voll berufstätig, ne? Ja, sie macht ja für mich alles von Social Media über Backoffice leiten. Das Schöne daran ist, dass es unser Gemeinsames ist, dass wir uns gegenseitig im Grunde die Bälle zuspielen. Und das macht einfach, ich glaube, oder hilft in unserer Partnerschaft enorm. Weil wir haben nicht zwei Welten, die aufeinander prallen, sondern wir sind in einer Welt, wo jeder sein Aufgabengebiet hat. Und das macht es, glaube ich, interessant. Das kann bei manchen Paaren gut gehen, das kann bei anderen schief gehen, aber bei euch geht es offensichtlich gut. Bei uns läuft es gut. Ich habe gestern kurz gemutmaßt, dass das Zimmer eures Sohnes jetzt vollgestellt wird mit Kram, den ihr sonst nirgendwo unterbringt. Aber wenn du sagst, es sind immer noch Sachen da. Es sind immer noch Sachen da. Und meine Frau sagte, das Zimmer wird noch nicht ausgeräumt, weil der Junge, der kann ja mal krank sein und da muss er nach Hause. Und das ist das Muttergehen. Das wirst du nie abstellen. Genau das. So, wir begleiten dich jetzt heute noch im Laufe der Sendung nach Ibiza, deine Wahlheimat. Ja. Dein zweites Zuhause, besser gesagt, wo du nicht nur am Pool liegst, sondern da kochst du ein. Und dann sprechen wir über dein Kochbuch, über Thomas Anders Lieblingsrezepte. Genau. Wenn Sie Fragen an den Mann haben, sehr gerne. Es ist Dienstag, wir sind bereit. Schreiben Sie vollekanne@zdf.de oder Sie kommentieren bei uns auf der Volle Kanne Facebook-Seite. Jetzt alles Gute weiterhin, Laura. Danke, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Thomas, wie habt ihr euch aufgeteilt, als Alexander kam, vor 21 Jahren? Weil irgendjemand, ihr seid beide berufstätig, ihr wart beide erfolgreich, irgendjemand muss ja immer zurückstecken. Entweder der Mann oder die Frau. Meistens ist es die Frau. Ja. Meistens ist es die Frau. Gut, ich habe in der Anfangszeit habe ich mal einige Monate nichts gemacht. Aber dann war ich unterwegs und es ist im Grunde ein ständiges Einspielen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir als Erwachsene oder als Eltern der Entwicklung des Kindes immer hinterherlaufen. Das heißt also, das Kind entwickelt sich ja, das sind die Entwicklungsschübe. Und wenn man sich gerade so eingelebt hatte, man dachte, okay, jetzt habe ich es im Griff. Jetzt haben wir unseren Rhythmus gefunden. Jetzt haben wir unseren Rhythmus. Es war irgendwie innerhalb von 2 Tagen alles wieder anders. Und da muss man sich drauf einstellen. Ja. Ich glaube nur, und das sagt meine Frau auch heute, das ist aber bei uns so ein bisschen in den Köpfen drin, wir müssen aufhören, alles perfekt machen zu wollen oder zu müssen. Auch die Frau, die Mutter muss auch sagen, okay, ich lasse da mal eine 8 Grad sein und wenn das Kind schläft, versuche ich jetzt nicht die Wohnung aufzuhübschen, sondern dann schlafe ich auch mal, weil Schlaf ist ganz extrem wichtig und das zehrt ja am Nervenkostüm. Ja, wenn man nicht schläft. Man hat halt permanent das Gefühl, wenn das Kind mal kurz eine Stunde pennt, muss man alles aufarbeiten und das bringt dich zum Wahnsinn. Das bringt es nicht. Ja. Gut, dass wir gesprochen haben. Ja, Grüße an deine Frau. Das sage ich ihr. Sie guckt uns, glaube ich, gerade auch. Ihr habt
inzwischen einen Ruheort gefunden, den ihr auch gerne mit eurem Sohn, der inzwischen erwachsen ist, besucht, nämlich oder ausgerechnet die Partyinsel im Mittelmeer. Wobei ich glaube, die Familie Anders macht da wenig Party. Nein, die Familie Anders kocht da vor allem. Wir waren dabei. Kriegt man einen Grauburgunder auf Ibiza? Den kriegt man auch auf Ibiza, aber ich nehme meinen eigenen mit. Ist ja logisch, weil ich hier meinen eigenen Grauburgunder habe. Und der wird halt eben immer, es sind einige Flaschen da für über den Sommer. Und dann, aber das war gerade mittags, also da gab es dann noch keinen Grauburgunder. Da gab es Wasser. Meine Lieblingsrezepte, so heißt das Buch, sind ja vor allem Rezepte, die hast du ja selber auch ausprobiert. Du hast sie ausprobiert mit Freunden. Das heißt, sie mussten wahrscheinlich den Freundetest bestehen beim Dinner. Woher weiß man, wenn wir wissen beide, wie es läuft? Bei Abendessen, wenn wir Freunde alle, die sagen immer, es schmeckt lecker. Ja, woher weißt du, dass es wirklich gut genug war? Naja, so ein Indiz ist natürlich, wenn der Teller leer ist oder wenn nochmal nachgefragt wird, kann ich noch was haben. Aber ich kann meine Freunde schon ganz gut einschätzen. Ich bin aber auch jemand, der immer nachfragt. Und ich frage jetzt nicht nach dem Motto, ich möchte jetzt gelobt werden, wie lecker es war, sondern du fragst konkret nach. War die Schärfe okay? Ja, ich frage auch wirklich gerne nach und höre mir auch gerne Kritik an. Dass man sagt, okay, das hat mir nicht so geschmeckt oder ich würde es mit einem anderen Gewürz machen. Weil ich habe ja nicht den Anspruch, dass ich nun Gastronomiechef bin oder eben nun irgendein Sternekoch, sondern ich bin Autodidakt. Und ich kann bei jedem Rezept, was ich zubereite, nur lernen. Und das ist das Wichtige für mich, weil es ihm einfach Spaß macht. Schuld daran, dass du überhaupt mit dem Kochen angefangen hast, vor 25 Jahren wohlgemerkt, war ausgerechnet die Mikrowelle. Warum? Naja, also Mikrowelle, ich glaube, irgendwann hatte jeder mal in seinem Haushalt eine Mikrowelle. Ich weiß nicht, wir haben noch eine, die brauchen wir nur zum Erhitzen vom Körnerkissen. Also ansonsten braucht man eigentlich keine Mikrowelle. Das ist so dieses ganze Convenient Food, dieser ganze Kram, den wir jetzt haben. Da bin ich ja mehr oder weniger komplett dagegen. Es passiert immer wieder, dass man es nimmt, aber wenn man diese Portion, wo man mit der Gabel, ich sag mit der Gabel einstechen muss und dann halt eben bei 800 Watt in die Mikrowelle für 2 Minuten bringt, das will ich nicht, weil das sind einfach viele Dinge, die Geschmacksstoffe haben. Das sind ganz viele Haltbarkeitschemikalien drin und das lagert sich im Körper ab. Und das sollte man eigentlich. Ich meine, wieso kommen wir dazu, dass immer mehr Menschen Unverträglichkeiten haben, Allergien entwickeln? Das war vor 30 Jahren, ich wollte gerade sagen in meiner Kindheit, da war es sowieso nicht, aber vor 30 Jahren habe ich das auch nicht so gekannt. Und das hängt für mich, ich bin überhaupt kein Arzt, das ist für mich meine Theorie, das hängt einfach damit zusammen, dass wir ganz viele Schadstoffe in uns aufnehmen, auch in unserer verarbeiteten Lebensmittelindustrie. Und wir scheiden nicht alles aus, sondern es lagert sich im Körper auch zum Teil ab. Und irgendwann kippt diese Balance, dass der Körper sagt, ich kann dagegen vorgehen, sondern ich muss mich jetzt wehren. Ja, es gibt einen Grund, warum frisches Essen deutlich gesünder ist als verarbeitetes. Deine Lieblingsrezepte sind das eine, du hast aber auch eine beeindruckende Sammlung an Kochbüchern und Kochzeitschriften. Ich glaube, mindestens 150 Kochbücher. Ja, ich glaube, es sind mittlerweile 180. Aber ist krass. Ist es jetzt vor allem Deko? Weil das kochst du im Leben ja nicht alles durch. Nein, ich bin jemand, wenn ich in den Buchhandel gehe und da nehme ich mir auch immer Zeit und blätter das Buch durch. Und wenn es dann immer unterschiedliche, also ich habe jetzt nicht 150 Kochbücher, italienische und deutsche Küche. Nein, es sind immer auch spezifizierter. Und ich sage immer, in einem Kochbuch müssen immer so 5 bis 7, 8 Rezepte. Beim Durchblättern müsste mir schon gefallen. Dann weiß ich, wo die Tendenz des Kochbuchs hingeht. Also wenn ich nun ich bin überhaupt kein komplizierter Kocher. Also ganz komplizierte Rezepte kommt das Buch sofort weg, wenn ich sehe. Und aber ein Kochbuch ist ja nicht nur, dass ich das dann so nachkoche, sondern es inspiriert mich ja wieder für andere, für mich Rezepte daraus zu kreieren. Und das macht es für mich spannend. Wir kochen übrigens auch gleich Griechisch. Ja, griechischen Klassiker, total unkompliziert. Aber ich habe gefragt, es ist ohne Käse. Wir können es ohne Käse machen, freie Wahl. Und ich esse es auch ohne Käse, probieren wir gleich. Du bist heute Gast, du darfst einfach nur essen. Es ist schön, Gast zu sein. Wundervoll. Hoffentlich landet der Mann nicht am Angelhaken. So, Nadja, du bist bei uns. Kalimera. Kalimera, Nadja Alexia Schala. Heute mit einem griechischen Klassiker, nämlich gefüllten Paprika und gefüllten Tomaten. Richtig, Yemistar heißt das. Yemistar heißt eigentlich nur gefülltes Gemüse.
Und man kann das mit Tomaten machen, mit Paprika oder auch mit Spitzpaprika. Mag ich persönlich super gerne, weil die ein bisschen süßlicher sind. Und wenn man und hier nimmt man eher so diese etwas anderen dünneren Paprikas mit etwas dünneren Wänden, anstatt den normalen Paprikas, die hier so angebaut werden. Wir legen direkt mal los. Ich habe schon ein bisschen Öl warm gemacht. Das ist ein griechischer Klassiker, ganz ohne Sperenzien. Kommt auch Thomas Anders mehr als gelegen, weil auch Thomas Anders schreckt davor zurück, wenn er Rezepte sieht, wo schon 10 Kräuter benötigt werden, von denen du 8 nicht aussprechen kannst. Nee, so geht es mir alle, zumindest. Absolut. Ja, na. So. Ist sowas in der Art auch in deinem Kochbuch? Nein, Nein. in diesem nicht, aber ich lasse mich ja inspirieren, wie wir Du in isst der jetzt dann gleich, wenn wir fertig sind, und vielleicht ist es was für die Runde 3. Wir haben hier eigentlich die gleichen Zutaten wie auch damals bei den gefüllten Weinblättern, wenn du dich erinnern Das war kannst. unsere Das erste Premiere, ja. Mal, genau. Wir haben auch wieder Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und dann auch dieses Kräutertrio mit frischer Minze, frischem Dill und frischer Petersilie und getrocknetem Oregano. Bei den Weinblättern hatten wir das nicht vorher angedünstet, ne, sondern aber hier bei dem, weil wir den Reis auch noch ein bisschen mit Flüssigkeit versorgen möchten. So, das brutzelt jetzt. Jetzt tun wir auch den Reis rein. Da habe ich so 30 Minuten vorher ein bisschen in warmes Wasser eingeweicht, so damit er ein bisschen Das geht. ist, wie gesagt, derselbe Reis, wie wir ihn auch für die Richtig. Weinblätter verwendet Richtig, haben. Ne? ja. Und diese Kombi, und das ist halt ein typisch griechisches Mittagessen eher. Also man isst so leichteres Essen mittags. Klar, es ist heiß über den Tag, da will ja. man sich nicht, Und auch lauwarm am besten. Also Ja. weder heiß noch kalt und lauwarm. weil es den Körper weniger beansprucht. Ne? Richtig. Der muss da nicht nachjustieren, was die Temperatur angeht. Jetzt Salz und Pfeffer kommt dazu. Ich wasche So, mir schon mal die Hände, weil ich muss das hier Sehr gleich gerne. umrühren. Du musst, Ne? genau, weil in der Zeit, während das jetzt hier so brutzelt, Ja. werde ich schon mal anfangen hier mit dem Aushöhlen der Tomaten. Tu noch ein bisschen, damit die Flüssigkeit da ist, etwas passierte Tomaten rein. Also das soll immer so ein bisschen flüssig sein, nicht ganz trocken. Du rührst jetzt und ich zeige mal, wie man so eine Tomate aushöhlt. Dann nimmt man ein scharfes Messer, schneidet hier so quasi den Deckel raus. So. Das ist übrigens mein Lieblingsessen. Also ich mag Tatsächlich? Ja, ich mag das total Was ist eigentlich gerne. dein Lieblingsessen, Thomas, aus dem eigenen Kochbuch? Hast du überhaupt ein Lieblingsessen? Oder? Ach ja, da gibt's also ich mag sehr gerne asiatisch, also Ah ja, mag ich mag ich sehr auch. gerne auch eine Schärfe und ich esse gerne Salat. Also ich bin Salat in allen Variationen, aber Auch angebraten, habe ich gesehen. ja, auch angebraten, wie man eben gesehen hat, stimmt. Ich bin aber auch so ein Jahreszeitenkocher. Ne? Also Ja. wenn es jetzt zum Herbst wieder deftiger wird und dann schimmert es mit einer Soße und das mag ich auch sehr gern. Das ist tatsächlich hier auch eher so ein bisschen sommerlich, aber ich habe gedacht, komm, es ist noch Paprikasaison. Und wir von haben ja noch daher- Sommertemperaturen. Ja, Also finde ich auch. Ich Für glaube, das können morgen wir über jetzt locker 24 Grad machen. in Deutschland. Also ich habe die mit einem anderen Messer so ein bisschen angeschnitten, damit ich das besser aushöhlen kann. Und dann habe ich einen scharfen Löffel. So, dann hole ich das hier raus. Zack. Das habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie gesehen. Nee, Nee. aha, okay. Gut, macht man auch nicht jeden Tag. Also aber- gefüllte Paprika habe ich auch schon gemacht mit Reis. Aber eben Paprika und keine Riesentomaten. Ja, der eine mag das, der andere das. So, dann nehmen wir dies, kommt noch dazu. Und du rührst fleißig, dann können wir die Kräuter auch schon mal reintun. Wunderbar. Das ist ja auch noch schön es richtig, jetzt duftet riecht's. jetzt richtig. Meine Güte, Ja, ist das das ist lecker. diese Kombi, ne? Ja, So. So, und dann habe ich hier, ich zeige euch noch mal eine Paprika. Das ist ja sehr leicht. Man schneidet die einfach auf. genau, man nimmt das- köpft sie quasi. Man köpft sie. Die Samen kommen raus. So. Kann das auch noch einmal ganz kurz ausspülen. Man kocht den Reis vorher nicht ganz durch, hast du Nee, gesagt, ne? Weil der kocht ja noch nach Richtig. quasi. Und dann. das Gemüse hat auch Feuchtigkeit. So, jetzt haben wir eigentlich alles. Noch ein bisschen Oregano. Das sieht schon ganz gut aus. Bisschen warmes Wasser tun wir noch dazu, weil das soll ein bisschen feucht sein, aber es darf nicht nass sein. Jupp. Und dann können wir eigentlich schon loslegen mit dem Füllen. Sehr gut. So, Thomas, ich hoffe, du hast ein bisschen Appetit mitgebracht. Es wäre natürlich fabulös, wenn du es probieren würdest. Ich probiere es natürlich auch. ja, ich habe es ja auch schon einmal bin ich fertig dabei, für euch. logischerweise. Ja. Gut, dann komm zu uns, Pass mein Lieber. auf. Bring dir eine Gabel mit. So, wir
tauschen jetzt mal die Position, genau. Bitte Ich schön. habe das einmal hier Dankeschön. schon fertig. Es ist auch lauwarm. Du hast schon mal was Ja, vorbereitet, natürlich. So, es ist lauwarm, da passiert nichts. Da könnte, man isst das traditionell auch sehr gerne Tomate mit oder Käse, Paprika? mit Ich probier Feta mal die dazu. Tomate, ja. Aber ihr wollt es ja jetzt... Du willst die große Portion. Ich esse das, was du mir draufpackst. so, und jetzt nimmt man einfach gekonnt, diese der Füllung. Thomas, da bleibt nichts übrig. Da So, bleibt nichts hängen. dann nehme ich mal eine Paprika, damit wir auch das sehen. So. Was darf ich dir? Nadja Ach, füllt gerade. ich hier arbeite. die große Pfanne. Ach, da bleibt, glaube ich, gleich nichts über. Ich habe schon Anwärter, die hier so... Bei uns bleibt nie was übrig. Das ganze Team freut sich immer über das Essen. Genau. So, und dann füllt man das ganz einfach. Das ist jetzt ja wirklich kein Hexenwerk. Du nimmst einen kleinen Löffel, schopfst es rein. Richtig. Ja, okay. Hier ist so ein bisschen, hier habe ich so meinen Trick, da nimmt man einfach eine Rückseite von irgendeinem Küchengerät. Ich habe hier, hier so einen kleinen, und dann stopft Damit man das zur daran. Spitze geht. Ja, Ja. genau. So, und dann ist es eigentlich, es ist auch einfach. Also es sieht immer so kompliziert aus, aber es ist echt ganz einfach. Und am Ende macht man noch ein bisschen Wasser drüber und noch ein bisschen Olivenöl. Und wenn noch Reis über ist, habt ihr gesehen, das Genau, habe ich kann man gestern sich noch auch gemacht, drauf tun. kann man das so dazwischen machen und dann im Backofen 180 Grad und dann ungefähr 50, 60 Minuten. Und du hast mir vorhin noch gesteckt, man kann es auch gut am nächsten Tag noch essen. Ja, Da schmeckt es sogar schmeckt noch oft besser. besser. Ja, gezogen, ne? ja, aber es ist auch von gestern und es ist lauwarm und ich hoffe, es schmeckt euch. Wir probieren es gleich am Tisch, weil ich glaube, dazu setzen wir uns besser. Ja, ne? ja, ja. Wir müssen ein bisschen schneiden. Nadja, ganz herzlichen Sehr Dank. gerne. Und wenn Sie nachkochen wollen, Rezept finden Sie unter vollekanne.zdf.de. Thomas Anders sagt Ihnen gleich, ob es sich lohnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das tut. Entschuldigung, wir sind noch beim Essen, es schmeckt fantastisch. Schmeckt super lecker. Grüße an Nadja und die Küche. Und wir servieren ein paar Nachrichten von Zuschauerinnen und Zuschauern an dich, lieber Thomas. Aha. Cornelia Cornelissen schreibt, ich habe immer noch Musikkassetten von Modern Talking, finde es ganz toll. Martina freut sich über dich, sympathischer Mensch, klasse Sänger. Egal ob mit Dieter, mit Florian Silbereisen oder Solo, immer unvergleichlich die Stimme. Und auch Michael ist begeistert. Terry Joe schreibt, ich weiß, die Frage ist ein bisschen frech, aber wie hast du es damals überhaupt so lange mit Bohlen ausgehalten? Ja, die Frage ist frech. Nächste Frage. Die nächste Frage wäre, Alexandra fragt sich, wie schafft man es immer noch so gut auszusehen wie du? Dann doch lieber die Bohlenfrage. Ja, können wir nochmal zurück. Danke fürs Kompliment, danke. Aber das macht mich jetzt verklemmt. Ja, verlegen, ich kann Ja. es verstehen. Aber du hast dich nie gehen lassen, das kann man mal so sagen. Es gibt Künstler in deiner Branche, die feiern 20 Jahre lang durch. Und wundern sich dann, dass sie 100 Jahre alt aussehen. Ne? Ja, genau. Ja, ich sage mir, es liegt auch vielleicht auch etwas in den Genen. Aber Das mit Sicherheit auch, ja. So. Man muss ein bisschen auf sich aufpassen, darum geht's. Marita, das gebe ich noch an dich weiter, fragt, ob du dich noch an das Fitnessstudio Er und Sie erinnern kannst. Das war nämlich deine Trainerin. Ich habe ihm damals das Leben schwer gemacht. Prost Sekt Marita steht da noch. Ja, Marita, vielleicht sehe ich ja deshalb noch so gut aus. Ich weiß es nicht. Okay, wir frühstücken gleich weiter. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ehrlich gesagt ein klein bisschen eklig ist. Kauen Sie, wie Sie wollen. Lieber Thomas Anders, es gibt Ja. eine Geschichte, die bist du mir noch schuldig. Die Geschichte, als du im Flugzeug neben dem schlafenden Tom Kaulitz saßt. Bandmitglied von Tokyo Hotel, Ehemann von Heidi Klum. Ja. Der hat sich schlafend gestellt, weil du da warst? Hat er erzählt. Ich meine, ich bin nur mit meiner Frau, wir sind nach Neapel geflogen. Und auf der einen Seite saß halt eben Tom. Und ich bin jemand, der immer sehr offen ist und ich wollte Hallo sagen, aber er schlief. Und die beiden haben ja einen Podcast. Und in dem Podcast hat er erzählt, dass ich der Reihe neben ihm saß und dass er sich aber schlafend gestellt hat, weil er sich nicht getraut hat, mich anzusprechen. Also es war irgendwie eine sehr skurrile Situation. Aber was für ein Image hast du denn bei dem Ich bei habe dem keine Kerl? Ahnung. Ich bin ganz friedlicher Mensch. Also ich weiß es wirklich nicht. Also es kam auch nur durch diesen Podcast raus, den die beide auch sehr, sehr unterhaltsam erzählt haben. Aber normalerweise, weil meine Frau sagte, ja, sag ihn doch mal los. Ich sag, der schläft. Ich kann da nicht hin. Aber Hat sich er nur das so jemals getan. aufgeklärt zwischen euch beiden?
Na, wir sind gerade am Überlegen, ob ich mal ganz kurz Gast im Podcast bin, dass ich mich mal einschalte. Ich vermute, dass der in seiner Jugend großer Modern Talking oder Thomas Anders Fan war, dass er sich vielleicht deshalb nicht getraut hat. Möglicherweise. Das könnten wir klären, wenn wir Du sprechen. sagst uns Bescheid, wenn du mit ihm gesprochen hast. Jetzt begrüßen wir Michael Tritschler am Telefon aus Hamburg. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Hallo Thomas. Erstmal noch nachträglich herzlichen Glückwunsch zu deinem Ehrentag. Dankeschön. Im März ist der Mann Vielleicht erinnert 60. sich noch, wir haben uns ja mal gesehen bei einem beziehungsweise Mittagessen letztes Jahr. Vielleicht erinnerst du dich ja noch. Ach ja, genau, da erinnere ich mich Ja, dran. mit Genau. dem Herrn Marco noch dabei, der ich auch sehr liebe Grüße noch ausrichten Ja, soll danke. von dir. Dankeschön. War sehr super schön noch. Danke. Nochmal vielen Dank, ne? Nachträglich. So, Michael, ich würde sagen, wir geben jetzt ab an Dana Hoffmann. Die hat auch heute wieder eine Frage, die wir erraten sollen, wenn sie denn rechtzeitig ankommt. Weil damit hat sie gerade ihre Schwierigkeit. Daran hätte ich ja mal denken können, als ich meinen Nachbarn gefragt habe, ob der mir sein Fahrrad leiht. Meins ist nämlich kaputt und naja, irgendwie muss ich ja zum Dreh kommen. Mein Nachbar, der ist aber erst 4 und jetzt hocke ich da wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Aber wie es der Zufall so will, wollen wir uns heute diese Redewendung ein bisschen genauer angucken. Woher stammt die eigentlich? Sitzen wie der Affe auf dem Schleifstein. Das finden wir heute zusammen raus. Schleifstein vielleicht, weil er rund ist, dass es keine große Fläche gibt, wo man sitzen kann. Vielleicht war das früher auf dem Jahrmarkt so, dass die Affen dabei hatten, die Messerschleifer. Vielleicht ist das Affe auch bloß ein Begriff für etwas anderes. Wenn man auf dem Schleifstein sitzt, dann wird der Hintern geschliffen. So wie der Hamster im Rad hat man vielleicht einen Affe auf den Schleifstein gesetzt und der den Schleifstein antreibt und dann über Riemen Strom erzeugt. Woher stammt die Redewendung sitzen wie ein Affe auf dem Schleifstein? 3 geschliffene Vorschläge habe ich natürlich für Sie dabei. Ist es vielleicht A, als Affen bezeichnete man früher die Lehrlinge des Schmiedes. Und tja, was soll ich sagen, den Jungchens, denen ging es da nicht immer so richtig gut. Die mussten sich manchmal regelrecht in Sicherheit bringen, sei es vor dem wütenden Meister oder vor herumfliegenden Funken. Und zur Not retteten sie sich mit einem beherzten Satz auf den Schleifstein. Oder ist es vielleicht B, der Affe auf dem Schleifstein? Das war der erste Teil einer Filmtrilogie von Richard Brooks in den 1950er Jahren. Teil 2 und 3 dieser kleinen Miniserie hießen übrigens Der Maulwurf in der Stechpalme und Die Katze auf dem heißen Blechdach. Kommt Ihnen bekannt vor, ne? Ja, denn so richtig erfolgreich war tatsächlich nur der 3. Teil. Aber Teil 1 hat es immerhin, dank des immer so ein bisschen schief schräg im Bild positionierten Hauptdarstellers, ins Sprachrepertoire geschafft. Oder ist es vielleicht C, fahrendes Volk wie Händler, Musiker oder Scherenschleifer? Die nahmen im Mittelalter ganz gerne mal so ein exotisches Tier wie so ein putziges kleines Äffchen mit auf den Markt. Ganz klar, die wollten damit Kundschaft anlocken, denn so ein Affe, der ganz possierlich auf dem Schleifstein rumturnt, der war natürlich eine echte Sensation. Die richtige Lösung gibt's gleich von mir. Lieber Michael Tritschler, haben Sie eine Idee? Ja, also ich muss sagen, bin ich ganz sicher, C eventuell, Thomas. Kannst du mir da helfen? Fahrendes Volk. Ja, tue ich mich schwer mit, sage ich ganz ehrlich, weil irgendwie so Affe auf dem Schleifstein, das heißt, man sieht irgendwie total bescheuert aus oder sowas. Also das finde ich nicht so. Ich weiß es nicht, aber ich bin noch nicht allwissend. Also ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Ich habe auch keine Ahnung. Ich hätte es auf A getippt, Lehrlinge des Schmiedes, aber sicher bin ich mir auch nicht. Was sagst du, Michael? Ich würde dann an dir hängt's. umswitchen auf A. Da würde ich doch auf A nehmen. Okay. Also gut, dann loggen wir A ein. Ganz sicher? Ja. Oder doch C? Nee, sicher bin ich nicht. Sicher nicht. Dann bleiben wir lieber bei C, was du vorgeschlagen hast, oder? Sonst bin ich schuld. Ja, entscheidet ihr mal. Okay, also wir machen C, das hast du vorgeschlagen. Los geht's, wir fragen danach. Woher stammt die Redewendung sitzen wie ein Affe auf dem Schleifstein? Vielleicht aus dem Schmiedehandwerk? Nee, das ist falsch. Lösungsvorschlag A habe ich mir leider ausgedacht.
Das gilt auch für Lösungsvorschlag B. Die Katze auf dem heißen Blechdach, die lief tatsächlich sehr erfolgreich in den Kinos. Eine Trilogie mit einem Film namens Der Affe auf dem Schleifstein, die war aber nie angedacht. Und damit landen wir bei Lösungsvorschlag C. Um Publikum anzulocken, hatten früher im Mittelalter Gaukler, Schausteller, Musiker oder auch Handwerker wie zum Beispiel Scherenschleifer allerlei exotische Tiere dabei. Da gab es Bären, exotische Vögel oder so kleine putzige Äffchen. Die Tiere boten allesamt natürlich einen hohen Unterhaltungswert und die Leute strömten in Scharen. Ganz besonders putzig war wohl das Bild, wenn so ein kleines Äffchen versuchte, auf dem Schleifstein irgendwie rumzuturnen und da eine gute Haltung drauf zu finden. Denn so ein Schleifstein, ja, der bewegt sich nun mal auch. Das führte dazu, dass der Affe da eben so ein bisschen schief und krumm drauf saß. Und daraus ergab sich dann wahrscheinlich die Redewendung, wie wir sie heute benutzen, wenn jemand ganz schief und krumm und irgendwie komisch da hockt. So. Hätten wir das auch geklärt. Ich düse mal wieder los und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Diese Tasse geht Gott sei Dank nach Hamburg. Du hast dich nicht abbringen lassen. Michael, herzlichen Glückwunsch. Jo, herzlichen Dank und es wäre nett, wenn ihr beide unterschreiben würdet. Und Thomas, ich freue mich schon ganz doll auf euer Album. Und dann wünsche ich schon mal ganz viel Erfolg und euch noch einen schönen Tag. Und bitte beide unterschreiben, das wäre nett mit Datum, das wäre super. Das machen wir sehr gerne. Herzliche Grüße nach Hamburg. Euch, ne? Und ebenso. eine tolle Sendung noch. Bis ganz bald. Ciao, Michael. Dankeschön. Tschüss. Wir haben noch Post bekommen, die möchte ich dir nicht vorenthalten, Thomas, von Monika Felten. Sie teilt die Sammelleidenschaft von Herrn Anders, was das Thema Kochbücher angeht. Ihre Sammlung umfasst, halte dich fest, inzwischen 996 Kochbücher. Da kann ich nur gratulieren. Da bin ich noch bei weitem nicht, aber das spornt mich an. Und möglicherweise kommt jetzt das 997. dazu, seit sie weiß, dass du meine Lieblingsrezepte rausgebracht hast. Ich würde es mich freuen. Da kann ich mir vorstellen. Petra Thierry schreibt, egal was du singst, deine Stimme ist so einzigartig berührend. Außerdem hast du dich nach Nora zum liebenswerten, sehr charmanten Gentleman entwickelt. Ich hatte ja Jahre Zeit. Es ist immer ein Genuss, schreibt sie, dich im TV oder live zu sehen. Vielen Dank für die schönen Momente. Dankeschön, vielen Dank. Ich bedanke mich für dieses Frühstück. Ja, danke. Freue mich auf alles, was kommt. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Spätestens, wenn du mit... Bring den Florian Silbereisen mit, wenn ihr die Platte zusammen macht. Ich spreche mit ihm. Bitte. Ja, gerne. 2 Floris und ein Thomas am Tisch. Ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns morgen, wenn Sie mögen. Alles Gute, ciao.